Hey Leute und willkommen zurück zur Logik. So, heute ist sozusagen das abschließende Video. Ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder sonst irgendwas habt, einfach in die Kommentare. Auch Anregungen für neue Videos in der Serie oder sowas, wenn ihr irgendwas dringend braucht oder unbedingt wissen wollt, dann schreibt es einfach rein oder schreibt mir von mir aus auch eine PN. Ich lese alles und ich antworte auch auf das Allermeiste, glaube ich. Und ja, heute geht es um Fuzzy Logic. Wir kennen bisher a, also eine Variable a wird angesehen als true oder false. Das wird jetzt umbenannt in 1 oder 0 und es ist wirklich in der normalen Aussagenlogik immer 1 oder 0. In der Fuzzy Logic kann man jetzt was dazwischen machen. Man kann sagen, zum Beispiel 0,25. Dann ist a zu einem Viertel richtig und zu 3 Vierteln eben falsch. Wozu bringt mir das was? Zum Beispiel für irgendwelche Verläufe oder sowas, Temperaturverläufe oder sowas. Stellt euch einfach was vor. Genau. Und jetzt kann man die ganzen Dinge auch noch schön kombinieren miteinander. Da kann man dann zum Beispiel sagen, also jetzt müssen wir uns eben not neu definieren und wir müssen uns und neu definieren und oder müssen wir uns auch neu definieren. Deswegen sagen wir einfach not a. Naja, was ist denn das Gegenteil von es ist ein Viertel richtig? Das Gegenteil wäre es ist ein Viertel falsch. Und ein Viertel falsch, naja, was ist das? 1 minus a, da sind wir bei 0,75. Also zu 3 Vierteln richtig und zu einem Viertel falsch. Passt ja genau, das ist ja genau das, was wir wollen. Also not a einfach als 1 minus a ansehen. Okay, jetzt brauchen wir gleich noch eine zweite Variable, sagen wir hier einfach mal, das ist 0,33. Und hier sagt man dann, also wenn es jetzt ums oder geht, a oder b. Naja, a oder b ist a, falls a echt größer als b ist und b sonst. Was ist denn mit dem Fall, wenn sie gleich groß sind? Wenn sie gleich groß sind, ist a oder b egal, was wir nehmen. Dann nehmen wir einfach einen Wert davon und landen automatisch bei dem größeren und bei dem kleineren Wert, weil sie sind ja beide genau gleich groß. Aber ansonsten nimmt man einfach immer den größeren Wert hier. Wie wir sehen können, a größer b, dann nehmen wir a und falls b größer a, dann nehmen wir halt b. Also wir nehmen einfach den größeren Wert, sprich das Wahrscheinlichere. Ist ja auch sonst so, wenn wir in der normalen Aussagenlogik a oder b haben, a oder b, warum sehen die jetzt unterschiedlich aus? Es war dieselbe Taste. Naja, dann haben wir hier zum Beispiel 1 oder 0. Dann nehmen wir auch das Größere, nämlich 1, denn 1 oder 0 ist ja bekanntlich 1. Wenn wir hier 1 oder 1 haben, naja, dann nehmen wir auch das Größere, nämlich 1. Es gibt ja nur 2. Und hierbei, wenn wir 0 haben, 0 oder 0, wir wissen 0 oder 0 ist 0, dann nehmen wir uns auch einfach das Größere von beiden und das ist dann halt 0. Und ja, bei der Fuzzy Logic verallgemeinern wir das jetzt für alle Zahlen zwischen 0 und 1 und ja, wir landen dann eben dabei, einfach den größeren Wert zu nehmen. Gut. Und bei und machen wir genau das Gegenteil davon. Wir sagen einfach a und b ist dasselbe wie a, falls a echt kleiner ist als b und b sonst. Das heißt, wir nehmen uns den kleineren Wert. Und so haben wir es ja bisher auch gemacht. Wir haben ja bisher immer gesagt, falls a 1 ist, also a und b, einfach jetzt mal in der klassischen Aussagenlogik hatten wir gesagt 1 und 1, das ist wahr, also es ist 1. Und ansonsten nehmen wir uns immer den kleineren Wert, sprich in dem Fall die 0, in dem Fall die 0. Und wenn beides 0 ist, nehmen wir uns auch die 0. Das heißt, immer den kleineren Wert bei und benutzen. Und so kommt man dann eben zum Beispiel auf Verknüpfungen von dem a und b da oben, die wir hier hatten, also 0,25 und 0,33, also a und b, ist dann eben 0,25, wohingegen a oder b sind die 0,33. Also bei oder den größeren Wert nehmen, also b, und bei und den kleineren Wert nehmen, also a. Sehr schön. Und das ist es eigentlich auch schon, die ganze Magie dahinter. Und damit kann man jetzt ganz normale Logik machen, wie bisher auch. Man kann teilweise sogar noch genauer sagen, man hätte gerne irgendwelche Funktionen. Also wir wissen ja, es gab in der Prädikatenlogik irgendwelche Funktionen davon. Und da kann man jetzt auch sagen, ich hätte gerne irgendwelche Funktionen, die von a und b abhängen. Nur dass das jetzt hier als Ausgabewerte richtige Werte zwischen 0 und 1 sind, also wirklich prozentuale Werte gesehen. Und damit kann man dann relativ viel anstellen. Meistens braucht man es nicht, meistens verlässt man sich auf die normale Aussagenlogik oder Modallogik oder Temporallogik oder was weiß ich. Aber manchmal, wenn man eben solche Übergänge modellieren möchte, sowas wie, wir fangen, also das hier ist 1, wir sehen, es ist perfekt gerade, fast perfekt gerade, und das hier ist auch, das hier unten ist 0.
So, und jetzt nehmen wir uns diese zwei Kurven. Die eine geht so und die andere Kurve, Moment, die geht so. Wobei, so, machen wir so. Das sind ja alles verschiedene Kurven. Klar, die könnten jetzt vielleicht auch noch hier irgendwie gewählt sein, also dass sie dann tatsächlich so, okay, vielleicht nicht ganz so, aber so aussehen. Damit kann man auch arbeiten, das ist das, was ich euch gerade erzählt habe mit den Funktionen. Aber standardmäßig einfach mal so angesehen. Und jetzt wäre das und davon, wir nehmen den kleineren Wert, sprich bei einem und landen wir, jetzt muss ich mir die Strichstärke ein bisschen dicker machen, landen wir hier und hier dann aber auch schon wieder bei 0. Also hier sind wir dann konstant bei 0. Wohingegen wir bei einem oder, da landen wir bei dem höheren Wert, sprich wir landen hier und dann hier geht es wieder aufwärts und hier landen wir wieder bei 1. Sowas in der Art. Ja, und so kann man sich das auch wieder grafisch veranschaulichen, wenn man sich es nicht so richtig merken kann. Wunderbare Sache. Und ja, damit verabschiede ich mich von der Serie. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt irgendwie Fragen oder sowas und Anregungen und keine Ahnung was. Und dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch noch eine Abstimmung hier rein, wie es weitergehen soll. Mal gucken. YouTube hat mittlerweile auch so von sich aus Abstimmungen reingepackt. Deswegen schaut einfach mal rein und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.